Hallo, in diesem Video erklären wir Ihnen die wichtigsten Standards zum Umgang der Datenschutzgrundverordnung im Gesundheitswesen. Sie kennen das. Ein Krankenhaus ist kein Ort, an dem vertrauliche Daten lange geheim bleiben. Die Patienten leben in Zweibettsimmern oder sogar mehr, die Räume sind hellhörig und die Angehörigen tauschen sich ungehemmt auf dem Flur aus. Mit einem Standard können Sie dennoch die ärgsten Datenlecks stopfen. Nun, dazu ist zu sagen, dass Daten im Gesundheitswesen, speziell Daten zum Gesundheitszustand, höchst sensible Dateninformationen enthalten. Also der Gesetzgeber hat daher den Schutz dieser Daten durch zahlreiche Gesetze und Verordnungen reglementiert. Mit Abschluss des Pflegevertrages stimmt der Bewohner der Erhebung und der Speicherung, der Verarbeitung und gegebenenfalls auch der Übermittlung seiner Daten durch das Pflegeheim zu. Wir dürfen die Daten im Rahmen der Pflege sowie für die Abrechnung unserer Leistungen nutzen. Der Missbrauch von Daten kann mit Geldbußen von bis zu 25.000 Euro pro Verstoß geahndet werden. Das Vertrauen des Bewohners in die Sicherheit und Vertraulichkeit seiner Daten ist ein Eckpfeiler jeder konstruktiven Kooperation mit dem Krankenhaus und somit auch für uns, für den Datenschutz wichtig. Zusätzlich wird durch die Anwendung der DSGVO ein Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Einrichtung aufgebaut und alle gesetzlichen Vorgaben werden erfüllt. Insbesondere wird das informationelle Selbstbestimmungsrecht jedes Bewohners beachtet. Zusätzlich erhält kein unberechtigter Dritter Zugriff auf sensible Informationen und dieses unabhängig davon, ob die Daten digital auf einem Computer gespeichert sind, gedruckt wurden oder handschriftlich vermerkt sind. In der Vorbereitung informieren wir unsere Patienten zum Thema Datenschutz. Alle Mitarbeiter werden in regelmäßigen Abständen zum Thema Datenschutz weitergebildet und es wird, sofern die Einrichtung mehr als 10 Beschäftigte hat, ein Datenschutzbeauftragter benannt. Alle Mitarbeiter werden arbeitsvertraglich zur Einhaltung des Datenschutzes angehalten und wenn eine Pflegekraft den Verdacht hat, dass unberechtigte Dritte Zugriff auf sensible Daten hatten, werden umgehend die Pflegedienstleitung und der Datenschutzbeauftragte informiert. Beim Computer sind zusätzliche Sachen zu beachten, wie zum Beispiel, wenn auf dem Computer zahlreiche sensible Datensätze gespeichert sind, dann schützen wir diese durch verschiedene Maßnahmen. Der Raum, in dem die Computer stehen, ist durch ein zusätzliches Schloss gesichert und wenn der Computer im Dienstzimmer steht, dann sollte der Raum abgeschlossen sein, wenn niemand dort ist. Externe Speichermedien wie etwa mobile Festplatten, gebrannte DVDs und so weiter sollten in einem Schrank gelagert werden, der auch abschließbar ist. Zusätzlich können Sie die Daten auch mit der kostenlosen Software TrueCrypt verschlüsseln. Einen entsprechenden Link sehen Sie unten in der Beschreibung. Der Zugriff wird beschränkt. Das heißt, jeder Mitarbeiter, zu dessen Aufgaben die Bedienung des Computers zählt, erhält einen eigenen Benutzernamen und ein Passwort und dieses darf die Person nicht an Dritte weitergeben. Bestenfalls benutzen Sie einen Computer mit 2 eingebauten Festplatten. Ein Laufwerk enthält das Betriebssystem und die notwendigen Anwendungsprogramme. Ein zweites speichert die zu schützenden Daten. Wenn Sie also mal den Computer reparieren müssen, dann bauen Sie diese Festplatte mit den sensiblen Daten aus und können den Computer so reparieren lassen, ohne dass die sensiblen Daten in andere Hände geraten. Ja, wir können auch beim Datentransfer einige Fehler begehen, um diese auszuschließen. Wählen Sie beim Transfer über das Internet, zum Beispiel über E-Mail, immer eine gesicherte, eine verschlüsselte Leitung. Beim Transfer per Post schicken Sie nur verschlüsselte DVDs bzw. andere Speichermedien und beim eigenhändigen Transport mit persönlicher Übergabe tun Sie dies bestenfalls auch mit einem verschlüsselten Datenträger. Das Betriebssystem des Computers wird per Auto-Update stets auf den neuesten Stand gehalten, der Virenschutz wird täglich aktualisiert und bei Verdacht auf eine Infektion wird der Computer ausgeschaltet.
Wir nutzen bei uns ein WLAN-Netzwerk, das müssen Sie nicht unbedingt machen. Alternativ, wenn Sie im Pflegeheim oder in Ihrer Einrichtung kein WLAN nutzen, sondern ein kabelgestütztes Netzwerk, dann sollten einzelne Komponenten, wie zum Beispiel der DSL-Router, die eine WLAN-Funktion haben, ausgeschaltet werden. Wenn das Büro in einem Bereich mit Besucherverkehr liegt, treffen wir zusätzliche Vorkehrungen zum Schutz der Daten. Der Computer wird zum Beispiel mit einem Bildschirmschoner ausgestattet, der sich nach kurzer Zeit Inaktivität einschaltet, und wenn ein Mitarbeiter den Computer verlässt, so muss die jeweilige Anwendung geschlossen werden. Dieses gilt insbesondere für die Pflegedokumentensoftware. Wenn Computer verkauft werden, werden die Festplatten zuvor formatiert per Mehrfachüberschreibung. Zur Kommunikation ist zu sagen, dass Fallbesprechungen und ähnliche sensible Sitzungen stets im Besprechungsraum stattfinden sollen. Die Tür zum Besprechungsraum wird dabei verschlossen. Pflegekräfte tauschen sensible Informationen nicht auf dem Flur aus. Sie suchen dafür einen Raum, der die erforderliche Diskretion bietet. Wenn die Pflegekraft mit einem Bewohner vertrauliche Informationen austauscht, stellt sie sicher, dass der Mitbewohner davon ausgeschlossen bleibt. Gegebenenfalls sucht die Pflegekraft mit dem Bewohner den Besprechungsraum auf oder bittet den Mitbewohner kurz vor die Tür. Wir bitten externe Partner, wie zum Beispiel Therapeuten oder Ärzte, um die Beachtung der Grundsätze zum Datenschutz, und wir fordern dies tatsächlich ein. Unterlagen werden außerhalb des Pflegeheimes stets in undurchsichtigen Schutzhüllen transportiert, also in der Regel in Mappen, Ordnern und so weiter, so dass diese Daten auch nicht von anderen gesehen werden können. Darüber hinaus sollten Sie darauf achten, dass bewohnerbezogene Unterlagen nicht öffentlich zugänglich sind, also zum Beispiel auf Schreibtischen herumliegen. Sie sind sofort in die Dokumentation einzuordnen. Und wir stellen sicher, dass eingegangene Faxe vor den Blicken von Unbefugten geschützt sind, wie zum Beispiel auch Ausdrucke oder ähnliches. Nicht mehr benötigte Unterlagen mit sensiblen Informationen werden geschreddert, und hierbei ist zu beachten, dass es verschiedene Schreddermöglichkeiten gibt. In dem Fall wählen Sie die höchste Schreddermöglichkeit, das ist die P4-Ordnung, wo die Dokumente so geschreddert werden, dass dabei kleine Papierschnipsel, nicht nur Papierschlangen entstehen. Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass wir auch vertrauliche Daten an staatliche Stellen weitergeben müssen, etwa wenn der Bewohner eine Straftat nach § 138 im Strafgesetzbuch plant oder wenn die öffentliche Gesundheit durch Infektionskrankheiten bedroht ist. Probleme bei der Handhabung des Datenschutzes werden regelmäßig bei Teambesprechungen sowie im Qualitätszirkel thematisiert. Und die Verantwortung hierfür liegt insbesondere beim Datenschutzbeauftragten, jedoch bei allen Mitarbeitern der Gesundheitseinrichtung.